das Danken. In der Zwischenzeit ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Dankbarkeit unserer Gesundheit sehr gut tut. Unser Immunsystem stärkt sich und ebenso unserem Herzen geht es besser. Weshalb sollten wir dann nicht danken? Vielleicht vergessen wir es nur manchmal. Doch in dem Augenblick, wenn wir kurz innehalten, zum Beispiel jetzt, und nach rückwärts fühlen, wofür haben wir vergessen, dankbar zu sein. Jeder kann für sich bestimmt einige Gelegenheiten finden, um jetzt in der Zukunft dankbarer zu handeln. Wenn die Dankbarkeit in uns so Gutes bewirkt, ist die Frage, warum sollten wir uns dann nicht Gutes tun? Manchmal ist es nur Vergesslichkeit, manchmal waren wir nicht genügend im Augenblick und manchmal haben tatsächlich im Augenblick die Worte gefehlt. Doch es ist nie zu spät. Und wenn diese Dankbarkeit dann in uns Tage, Wochen oder sogar Monate einen guten Prozess auslöst, warum dann nicht dankbar sein? Du machst es in erster Linie für dich selbst und es hat eine gute Wirkung beim anderen. Du bist frei und der andere ist frei. Das ist ein Gesetz des Lebens. Die Dankbarkeit verpflichtet nicht. Sie lässt frei. Liebe Zuhörer, am Sonntag haben wir Zeit, wieder in uns zu schauen und zu erinnern, was wir von so vielen Leuten an Gutes erfahren haben. Dann fühlen wir, wie unser Herz weit wird und voll. Wir wollen ihnen von Herzen danken. Über das Danken sage ich jetzt noch etwas mehr. Was geht in uns vor, wenn wir jemandem danken? Was geht in ihm vor? Durch das Danken anerkennen wir, dass uns der andere etwas Gutes getan hat. Vor allem, wenn er uns etwas gegeben hat, was wir zum Leben brauchen. Etwas, das unser Leben weiterbringt. Aber auch, wenn er unserem Leben etwas hinzufügt, das es für uns leichter und schöner macht. Vor allem, wenn er unserem Leben über das Notwendige hinaus etwas Geistiges hinzufügt, das uns gemeinsam mit etwas Größerem verbindet. Durch das Danken anerkennen wir den anderen in dem, was er uns gibt, aber auch in dem, was er für uns bedeutet. Besonders schön und tief wird unser Dank, wenn wir beim Danken zugleich über den anderen hinausschauen, wenn wir mit ihm und hinter ihm auch seine Eltern sehen, wenn wir mit ihm auch seine Eltern anerkennen und unser Dank an ihn, sie
mit einbezieht. Vor allem aber schauen wir über ihn hinaus auf jene Kraft, die uns und ihn in allem, was wir tun, in Bewegung bringt und in Bewegung hält. Dann verbindet unser Danken uns und ihn mit etwas Größerem und macht uns umso reicher. Manchmal nimmt unser Dank dem anderen auch etwas weg. Zum Beispiel, wenn wir ihm überschwänglich danken. In dem Augenblick treten wir zwischen ihn und die uns tragenden Kräfte. Dieser Dank trennt eher, als dass er verbindet. Er lässt uns weniger Mensch sein. Der schönste Dank ist die Freude über den anderen und über das, was wir uns gegenseitig schenken. Dieser Dank zeigt sich im Leuchten auf unseren Gesichtern, wenn wir nehmen und geben. Dieses Leuchten verbindet auf eine besondere Weise, denn in ihm anerkennen wir zugleich unser eigenes. Wie feiern wir den heutigen Sonntag auf eine uns erhebende Weise? Wir versammeln die vielen, denen wir so viel verdanken, um uns. Wir laden sie ein mit Liebe, schauen ihnen in die Augen und spüren, wie reich wir durch sie geworden sind und glücklich.